Hallo und willkommen in meiner Küche. Frühlingszwiebeln mit saftigem Grün und zarten Knollen gibt es nur für kurze Zeit und dieser Zeitpunkt ist gekommen. Deswegen zeige ich heute ein kleines Mittagessen mit geschmorten Frühlingszwiebeln, begleitet von einem Hähnchenschnitzel. Zunächst bereite ich das Zwiebelgemüse vor. Zuerst schneide ich die Wurzeln ab, aber nur so viel, dass der Wurzelansatz noch an der Zwiebel bleibt, denn er hält alle Schichten zusammen. Unansehnliche grüne Zweige werden entfernt und die äußere Blattschale abgezogen. Da ich das Grün erst kurz vor Ende der Garzeit zu den Zwiebeln gebe, schneide ich es ab und lege es erstmal zur Seite. Die Zwiebel wird der Länge nach halbiert. Auch hier achte ich darauf, den Wurzelansatz mittig zu zerschneiden, damit die einzelnen Schichten zusammengehalten werden können. Hier kann man sehen, wie sich alle im Ansatz treffen. Schneidet man den Ansatz ab, zerfällt die Zwiebel in ihre Einzelteile. Kleine Zwiebeln werden nicht halbiert, sondern ganz gelassen. Die halbierten Zwiebeln gebe ich in einen Topf, salze sie und gebe etwas Öl und vielleicht 2 Esslöffel Wasser dazu. Da sie recht schnell garen, reicht zum Schmoren die kleinste Hitzestufe aus. Das Grün der Zwiebeln zerschneide ich in feine Röllchen und gebe sie in eine Schüssel. Zum Gemüse gibt es ein paniertes Hähnchenfilet. Das Filet schneide ich flach der Länge nach in 2 Schnitzel. Eine Hälfte ist schön flach, die andere hat ein paar Unebenheiten, die sich durch Klopfen ausgleichen lassen. In eine Pfanne gebe ich etwas Rapsöl und lasse es bei mittlerer Hitze heiß werden. Ich schütte etwas Paniermehl auf einen Teller und zum Panieren habe ich etwas Eiweiß in eine Schüssel gegeben. Ein ganzes Ei zu nehmen ist zwar die klassische Vorgehensweise, aber nur mit einem Eiweiß funktioniert es auch und man kann sich die Menge besser einteilen, sodass man fast keine Reste mehr hat. Das Fleisch habe ich vor dem Panieren gut gesalzen und gepfeffert. Nun ziehe ich es durch das Eiweiß. Keine Angst, Pfeffer und Salz bleiben auf dem Fleisch kleben. Anschließend wird das Fleisch auf das Paniermehl gelegt und fest hineingedrückt, gewendet und das Ganze wiederholt. Die Pfanne mit dem Öl ist inzwischen auch heiß genug und das Fleisch gebe ich hinein. Ebenso das zweite Stück. Ich gebe übrigens die ansehnlichere Oberflächenseite zuerst in die Pfanne. Die ist dann nach dem Wenden oben und wird zum Servieren zuoberst auf den Teller gelegt. Die Zwiebeln rühre ich einmal kurz durch und gebe einen Schluck Weißwein hinein. Wer keinen Weißwein nehmen will, kann oder darf, gibt einen Spritzer Essig oder Zitronensaft dazu. Auf jeden Fall braucht es etwas Säure, denn außerdem kommen noch 2 kleine Esslöffel in kleine Würfel geschnittene kalte Butter zu den Zwiebeln. Alles wird durchgerührt, bis sich die Butter aufgelöst hat und eine dickliche Soße entstanden ist. Das Fleisch kann gewendet werden, wenn die Panade appetitlich gebräunt ist. Vor dem Wenden gebe ich noch etwas Öl neben das Fleisch, damit auch die andere Seite der Panade anbraten kann. Meine Teller wärme ich jetzt schon mal in der Mikrowelle vor, denn es kann gleich angerichtet werden. Jetzt gebe ich das Zwiebelgrün zu den Zwiebeln, rühre alles einmal durch und stelle die Hitze ab. Das Grün soll nur etwas warm werden, aber nicht mehr garen. Wird es zu heiß, zerfällt es und das möchte ich gerade nicht. Das war es auch schon. Es kann gegessen werden. Das Fleisch wird auf den Teller gegeben und die Frühlingszwiebeln kommen daneben.
Zum Schnitzel gibt es einen Schnitz Zitrone und auf diesen gebe ich eine kleine Anchovy. Das gibt dem Fleisch eine unerwartete und interessante Note. Das Zwiebelgemüse ist wunderbar zart, süßlich und hat ein dezentes Aroma von Zwiebel. Und da die Panade des Fleisches ja aus Brot besteht, bedarf es auch keiner weiteren Sättigungsbeilage mehr. Ich hoffe, ihr probiert dieses Essen einmal aus, denn nun ist die Zeit dafür. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Kochen und Genießen und wie immer guten Appetit!